Was kann ich selbst tun für ein gesundes Leben? Wie lässt sich Typ-2-Diabetes verhindern? Im DIAB-Info-Podcast geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Tipps direkt aus der Forschung. Fundiert und praktisch. Heute geht es um die Frage, 5 Kilo runter, 7 wieder rauf. Wie kann ich den Jojo-Effekt ausbremsen? Darüber spreche ich mit Professor Andreas Fritsche, der als Arzt am Uniklinikum Tübingen Patienten mit Diabetes behandelt. Außerdem erforscht er als Wissenschaftler Strategien, um die Zunahme von Diabetes einzudämmen. Das Gespräch führen wir in seinem Büro. Mein Name ist Franziska Dräger, ich bin Wissenschaftsjournalistin bei diabinfo.de. Herr Professor Fritsche, wie motivieren Sie jemanden, der schon zigmal ab und wieder zugenommen hat? Ich sage ihm vor allem, dass er Radikalkuren vermeiden sollte, also Nulldiäten oder starke Abnehmdiäten, weil dieser Jojo-Effekt gerade bei solchen Radikalkuren besonders ausgeprägt ist. Und ich erkläre ihm, was wir kürzlich in einer Studie herausgefunden haben, dass es eben Menschen gibt, die nach Gewichtsabnahme ihr Gewicht halten können und andere Menschen, die eben sehr schnell wieder das Gewicht zunehmen, die also unter dem Jojo-Effekt leiden. Und der Grund hierfür, haben wir in dieser Studie gefunden, ist, dass ihr Gehirn auf das Hormon Insulin anders reagiert. Wenn das Gehirn sehr gut auf das Insulin reagiert, dann hat man einen großen Sättigungseffekt und schafft es auch, das abgenommene Gewicht zu halten. Wenn das Gehirn insulinresistent ist, das sind diejenigen Menschen, die das Gewicht sofort wieder drauf haben. Man sieht also hier wieder unser Gehirn als Regulator des Stoffwechsels, als Regulator aller Körperfunktionen. Das ist eben ganz wichtig. Und ein insulinresistentes Gehirn bedeutet, dass man stark unter dem Jojo-Effekt leidet. Was kann jetzt genau so jemand tun, um diesen Jojo-Effekt trotzdem zu vermeiden? Diese Insulinresistenz des Gehirns kann man sehr gut durch körperliche Bewegung verbessern. Und das ist ja eigentlich auch schon anekdotisch von früher her bekannt. Man soll nicht nur eine Hungerdiät machen in der Änderung des Lebensstils, sondern man soll sich auch körperlich bewegen. Und das muss ineinander greifen. Also die körperliche Bewegung ist dann dazu da, diesen Jojo-Effekt dann zu vermeiden. Woran liegt denn jetzt dieser Jojo-Effekt ursprünglich? Das ist zum einen die Regulation des Gehirns, des Körpergewichts. Das Gehirn möchte wieder auf den früheren Zustand zurück. Das hängt eben auch mit diesem Signalhormon Insulin, wahrscheinlich auch noch mit anderen Hormonen zusammen. Und das Gehirn steuert das dann über bestimmte Stellgrößen, zum Beispiel den Grundumsatz, der dann eben so eingestellt wird, dass man möglichst schnell wieder an Gewicht zunimmt. Aber es steuert auch unser Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln und nach Kalorien. Das heißt, ich persönlich möchte vielleicht abnehmen oder mein Gewicht halten, aber mein Hirn will nicht. Genau. Und Sie müssen Ihr Hirn durch körperliche Bewegung überreden, dass es doch will. Was sind denn noch offene Fragen zum Jojo-Effekt? Was müsste die Forschung denn in Zukunft darüber noch herausfinden? Wir müssen Strategien entwickeln, Therapeutika, wie dieser Jojo-Effekt vermieden werden kann. Also jeder schafft es, Gewicht abzunehmen. Es geht darum, diese Gewichtsabnahme zu halten. Ein Punkt ist, die Gewichtsabnahme, Kalorienreduktion mit körperlicher Bewegung zu kombinieren. Ein weiterer Ansatzpunkt ist, die Gewichtsabnahme so zu gestalten, dass kein Jojo-Effekt auftritt. Also da ist zum Beispiel Intervallfasten sehr viel besser als Komplettfasten, Nulldiät. Und man könnte Medikamente entwickeln, die diesen Jojo-Effekt dann bremsen. Zum Beispiel denken wir darüber nach, Insulin über die Nase direkt ins Gehirn zu geben, was dann die Insulinwirkung im Gehirn verbessern soll und dann erreichen soll, dass das abgenommene Gewicht erhalten wird. Es könnte aber auch andere Hormone geben, die dabei helfen. Es gibt ja auch schon Diabetesmedikamente, die dabei helfen, Gewicht abzunehmen. Das sind Darmhormone, auch die könnte man da in diesem Bereich einsetzen. Solange es jetzt da noch keine Medikamente gibt, die man jetzt wirklich verschreiben würde, um das Gewicht zu halten, was können denn da Menschen tun, die jetzt eben zum Beispiel 5 Kilo abgenommen haben und dieses Gewicht jetzt einfach halten wollen? Ihnen muss vorher schon gesagt werden, und Sie müssen sich gut dran halten,
dass sie nicht wieder nach der Gewichtsabnahme zum alten Lebensstil zurückkehren können, sondern sie müssen auch nach der Gewichtsabnahme weniger essen. Das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht. Und wenn man dann Gewicht abgenommen hat, dann kann man sich doch mehr bewegen. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man dann auch die stärkere Bewegung beibehält. Also das sind wichtige Punkte. Und dann einfach das Gewicht weiterhin im Blick haben oder dass man immer mal wieder kontrolliert, ob man eben ab- oder zunimmt. Und wenn man gerade so das Wunschgewicht hat, beides versucht zu vermeiden. Ganz genau. Und wenn ich diesen neuen Lebensstil internalisiert habe, dann läuft das unbewusst richtig ab. Wenn ich abgenommen habe durch eine Radikalkur, wo ich gar nichts gegessen habe, das kann ich ja mein Leben lang nicht durchhalten. Und das ist dann eben immer so, jetzt habe ich mich mal zusammengerissen und jetzt kann ich wieder mich zurücklehnen. Das ist meistens die falsche Strategie. Das Fazit: Wenn wir es endlich geschafft haben abzunehmen, boykottiert uns unser eigenes Gehirn. Es will den Ausgangszustand wiederherstellen. Aber wir können entgegenwirken durch eine langsame Gewichtsabnahme, Bewegung und indem wir dauerhaft weniger essen. Forschende suchen außerdem nach Mitteln, die uns künftig dabei unterstützen könnten, dem Jojo-Effekt zu trotzen. Sie wollen wissen, wie Sie Stressessen vermeiden können oder ob Sport tatsächlich nötig ist, um abzunehmen? Dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.